Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Tanz der Teufel, Carrie, Rosemary's Baby und nicht zu vergessen Halloween, der Film zum heutigen Tag oder besser zur heutigen Nacht. Allesamt fallen diese Werke unter die Kategorie Horrorfilme und mit denen beschäftigt sich unter anderem der Film- und Kulturwissenschaftler aus Berlin, Markus Stiglegger. Und zwar im Rahmen einer Buchtrilogie. Grenzkontakte ist schon geschrieben, Jenseits der Grenze wird folgen und aktuell erschienen ist Grenzüberschreitungen, Exkursionen in den Abgrund der Filmgeschichte und darüber wollen wir mit ihm reden. Schönen guten Tag zum Corsogespräch, Herr Stiglegger. Guten Tag. In Ihrem Buch zitieren Sie den bekannten Horrorfilmer George Romero, der, als er gefragt wurde, warum manche Leute Horrorfilme mögen und andere nicht, sagte, manche mögen die Achterbahn, andere nicht. Warum mögen Sie denn Horrorfilme? Was mich am Kino, an Filmkunst immer interessiert, das ist enorme Intensität, die man dabei verspüren kann, die man erlebt. Also dieses Filmerleben auf eine sehr intensive, affektbetonte Weise. Und da gibt es natürlich mehrere Genres, die das gezielt ansteuern und der Horrorfilm gehört ganz vorne mit dazu. Das ist die Erklärung, warum dieses Genre für mich immer eine besondere Bedeutung hatte. Jetzt geht es ja um Grenzüberschreitungen, aber haben sich denn nicht gerade speziell im Genre Horrorfilm die Grenzen stark verschoben? Was in den 60er Jahren noch als furchtbar gruselig galt, ist heute schon freigegeben ab 12? Ja, das muss man wohl so sehen, dass die Grenzen dynamisch sind. Aber wie schon erwähnt, ist ja das der mittlere Band einer Trilogie von Büchern, die sich nicht nur dem Horrorgenre, sondern auch anderen Filmen, auch wirklich Werken des Autorenkinos widmet, die auf ihre Weise sich der Grenze annähern, und zwar ganz unterschiedlichen Ideen von Grenze. Das mögen auch Tabus sein, das mögen eben genau die angesprochenen Elemente wie Angst oder Ekel sein, aber natürlich hängt das auch viel mit Tiefenpsychologie, mit Sexualität und so weiter zusammen. Stichwort Sexualität, das ist ein großes Thema in diesem Grenzbereich Horror, Thriller oder was auch immer das Genre dann ist. Also wenn wir jetzt über Carrie nachdenken, über Der Exorzist oder auch über aktuell Suspiria, da ist ja immer das große Überthema Pubertät und die Rolle der Frau, wenn ich das richtig sehe. Ich würde es gar nicht so sehr verengen auf die Rolle der Frau, sondern wirklich sagen, dass Geschlechterdefinitionen an sich hier eine wichtige Rolle spielen. Vor allem der neue Film Suspiria, also die Neuverfilmung des Klassikers aus den 70er Jahren, ist ja geht um einen destruktiven matriarchalen Kult von Hexen, die eine Tanzschule betreiben. Und da gibt es sehr deutliche Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Sexualitätsängsten, Körperdefinitionen, Männlichkeitsdefinitionen und so weiter. Also ich glaube, es ist schon ein sehr weites Feld der Sexualität, was speziell auch im Horrorgenre oft diskutiert und durchgespielt wird. Herr Stiglegger, Sie haben gerade gesagt, es geht ja nicht nur um Horrorfilme, sondern auch um Autorenfilme. Aber wo ziehen Sie denn da die Grenze? Wann ist der Film ein Horrorfilm? Wann ist er ein Thriller? Oder wann ist er einfach ein schlichter Autorenfilm? Für mich als Filmwissenschaftler, der ich ja in den 80er Jahren sozialisiert wurde mit Filmen, ich gehöre ja zu der VHS-Videogeneration, die hat einfach alles auf einmal gesehen. Also wir haben tagsüber auf Video irgendwelche Actionfilme der 80er gesehen und abends im Fernsehen Reihen mit Filmen von Ingmar Bergman oder Federico Fellini. Und deswegen ist das für mich schon alles ein riesiges, weites Feld der Filmkunst. Ich würde das nie so deutlich unterscheiden. Natürlich gibt es auch im Horrorgenre Auteurs wie David Cronenberg oder auch John Carpenter jetzt aktuell wieder diskutiert. Andererseits ist es so, dass sich quasi radikalere Filmkünstler, das ist im 1. und 3. Band meiner Trilogie wichtig, wie Bruno Dumont, der ist Arte-Zuschauern möglicherweise bekannt, ja auch mit Genres auseinandersetzen. Also Genres sind ein Modus oder ein Diskurs, den man quasi anzapfen kann, auch wenn man einen sehr eigenständigen und marktunabhängigen Film produzieren möchte. Aber muss man nicht heutzutage ganz andere Anreize setzen, um beispielsweise dieses Thriller- oder Angstgenre zu besetzen als noch vor ein paar Jahren, weil wir heute da ein Stück weit abgestumpfter sind?
Ich würde nicht sagen abgestumpfter, sondern medienkompetenter, um es mal positiv zu wenden. Wir kennen eben schon unheimlich viel und manche Dinge erscheinen abgenutzt und langweilig, manche Dinge erscheinen reizlos. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch eine Sophistication, also einen steigenden Anspruch bei diesen Konstruktionen beobachten können. Es ist ja nicht alles Sequel und Saw 5 oder sonst wie, sondern es geht auch darum, bei einem Film wie Suspiria in der Neuverfilmung, dass dieser Film ja unheimlich viele Bereiche betrifft, politische, da geht es um die RAF, um die Holocaust-Vergangenheit, da geht es eben um psychologische Phänomene, um eben Gender-Definitionen und so weiter, um Körperperformances, das ist ja auf einem sehr hohen Level von Anspruch verhandelt und deswegen würde ich eher sagen, das Publikum ist bereiter für eine größere Herausforderung, die vor vielleicht 15, 20 Jahren im Genre-Kino so noch nicht möglich war. Und ist das Publikum auch bereiter, beziehungsweise versteht es irgendwie so genau, wie Sie das beschreiben in Grenzüberschreitungen, wann tatsächlich Politik verhandelt wird? Denn wenn ich Sie richtig verstehe, wird es das relativ oft in diesen Filmen. Beispielsweise das Böse lauert in der amerikanischen Provinz. Die Kolonialgeschichte wird in Filmen wie Mumie kritisch beleuchtet. Dieser Subtext ist womöglich vielen gar nicht so klar, oder? Ich denke, dieser politische Subtext ist unterschwellig vorhanden und wird auch unterschwellig aufgegriffen, auch von einem quasi unvorbereiteten Publikum. Aber es dringt möglicherweise nicht so weit ins Bewusstsein, dass das direkt diskutiert würde oder dass es als das Hauptthema der Filme betrachtet würde. Das Wichtige ist aber, dass es dort ist und dass diese Filme uns unterschwellig etwas mitteilen. Das geht bis zurück in die Theorien von Siegfried Krakauer, der ja speziell in Von Caligari zu Hitler so eine unterschwellige Soziologie des Films konstatiert. Und das, denke ich, da würde ich anknüpfen, gilt auch heute noch, speziell im Genre-Kino, dass also unbewusst Dinge transportiert werden, die schon auch erkenntnisfördernd sein können, nur möglicherweise nicht direkt, sondern eher indirekt. Und das heißt in Ihrem Buch, das Böse, die Grenze, der Abgrund, darin spiegeln wir uns natürlich auch immer selbst. Wenn wir unseren eigenen Abgrund erkennen, dann erkennen wir das Böse in uns? Ja, also ich würde sagen, Filme konfrontieren uns mit unserem Abgrund auf eine produktive und psychologische Weise, die wir nutzen können für uns. Das heißt, mit dem Bösen kann man vielleicht besser Gesellschaftskritik üben als gemeinhin angenommen? Ich denke schon, denn das Böse ist ja quasi eine metaphorische Verdichtung von Missständen. Das mögen politische, gesellschaftliche Missstände, auch genderpolitische Missstände sein, die sich speziell im Genre-Kino ja dann wirklich in solchen ikonischen Bildern ausdrücken. Und wenn man Filme nimmt, wie Der Exorzist zum Beispiel, in dem also der Generationenkonflikt der frühen 70er Jahre zum Ausdruck kommt, also dieses tiefe Misstrauen in die Kinder, die plötzlich eine andere Sprache sprechen und so weiter. Das sind Metaphern für etwas, was total ernst ist eigentlich. Der Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiglegger über sein aktuelles Buch Grenzüberschreitungen, Exkursionen in den Abgrund der Filmgeschichte. Das Buch ist Teil einer Trilogie. Band 3 wird auch demnächst erscheinen, und zwar im Martin Schmitz Verlag. Herr Stiglegger, vielen Dank.